Mein Name ist Christian Hartl und ich bin Exportkontrolleur. In diesem vierten Teil der Serie Was ist Exportkontrolle geht es um das Thema Abkürzungen innerhalb der Exportkontrolle. Also was sind die wichtigsten Abkürzungen, die man in Bezug auf Exportkontrolle kennen sollte, damit man erkennen kann, wann die Exportkontrolle ins Spiel kommt. Da es innerhalb der Exportkontrolle sehr viele Abkürzungen gibt, werde ich die wichtigsten für Sie aus meiner Sicht benennen. Um das Ganze etwas zu strukturieren, habe ich die Abkürzungen in 3 verschiedene Bereiche aufgeteilt. Erstens, die allgemeinen Abkürzungen, diese sind innerhalb der Europäischen Union nahezu gleich. Zweitens, amerikanische Abkürzungen und drittens, die länderspezifischen Abkürzungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Beginnen wir mit den allgemeinen Abkürzungen innerhalb der Europäischen Union. Hierzu habe ich die wichtigsten für Sie zusammengefasst. Erstens, Güter. Güter sind Waren, Software und Technologie. Waren sind bewegliche Sachen, die Gegenstand eines Handelsverkehrs sein können, und Elektrizität. Wertpapier und Zahlungsmittel sind keine Waren. Software dürfte eigentlich klar sein, was das ist. Technologie umfasst Zeichnungen und Unterlagen sowie Spezifikationen. Diese können physisch oder digital vorliegen. Zweitens, Dual-Use-Güter sind Güter, die einen doppelten Verwendungszweck haben, also Güter, die zivil als auch militärisch genutzt werden können. Anhang 1 der EG Dual-Use-Verordnung ist die Dual-Use-Güterliste, meist nur als Anhang 1 bezeichnet. Anhang 4 der EG Dual-Use-Verordnung ist eine weitere Dual-Use-Güterliste, die auf nationaler Ebene kontrolliert wird. Das heißt, für jeden grenzüberschreitende Lieferung benötigen Sie hierfür eine Lizenz. Die Common Military List ist die gemeinsame Militärgüterliste der EU. Diese Liste dient als Basis für alle nationalen Militärgüterlisten innerhalb der EU. Die EU 001 bis EU 008 sind die Allgemeingenehmigungen zur Lieferung von Gütern in speziellen Fällen. Die EU 001 bis EU 008 sind in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union gleich verfügbar. ICP ist das innerbetriebliche Compliance- oder Kontrollprogramm. Dieses habe ich bereits im Video Was ist ein ICP erklärt. SPL sind die Sanction Party Lists, das heißt, das sind die Listen, auf denen sanktionierte Unternehmen, Personengruppen oder Personen stehen. Die Catch-all-Klausel. Hierunter ist zu verstehen, dass in besonderen Fällen auch Güter, die nicht im Anhang 1 der Dual-Use-Güterverordnung gelistet sind, also zivile Güter, eine Genehmigungspflicht unterliegen, beispielsweise wenn sie einem kritischen Endverwender oder einer kritischen Endverwendung zugeführt werden. Als nächstes die amerikanischen Abkürzungen. Diese habe ich weiter kategorisiert in Dual-Use, Militär, Lizenzen und sonstige. Erstens, USDOC ist das US Department of Commerce, also das Handelsministerium der Vereinigten Staaten, zu denen auch das BIS gehört. Das BIS ist das Bureau of Industry and Security und ist die US-Behörde, die die EAR, also die US-Dual-Use-Güterverordnung, verwaltet. Die EAR sind die Export Administration Regulations. Das ist die amerikanische Dual-Use-Güterverordnung. Innerhalb der EAR gibt es die CCL, also die Commerce Control List. Das ist die amerikanische Dual-Use-Güterliste. Hierin befindet sich dann die ECCN, also die Export Control Classification Number. Das ist die Dual-Use-Nummer wie beispielsweise 1C002B4. Das ist eine spezielle Aluminiumlegierung, die in der Dual-Use-Güterliste gelistet ist. Und zuletzt noch EAR 99. EAR 99 sind die zivilen Güter der USA, da die USA alle Güter eine Klassifizierung haben. Zudem EAR 99 habe ich bereits ein Video Was ist EAR 99 zur Verfügung gestellt. Kommen wir zum nächsten Themenbereich, Militär. US-DOS, das ist das US Department of State, also das Außenministerium der Vereinigten Staaten, zu dem das DDTC gehört. Das DDTC, also das Directorate of Defense Trade Controls, ist die zuständige US-Behörde für die ITAR. ITAR sind die International Trafficking in Arms Regulations. Das ist das amerikanische Rüstungsrecht. Hierin befindet sich die USML, also die United States Munitions List. Das ist die amerikanische Rüstungsgüterlisten. Eine kleine Zusatzinfo. Amerikanische Rüstungsgüter haben römische Ziffern von 1 bis 21. Im Gegensatz zu uns hier in Europa
wird vorwiegend ML1 bis ML22 genutzt. Der deutsche Sonderweg natürlich ist nicht ML zu nutzen, sondern 00, also 0001 bis 0022. Aber kommen wir zum nächsten Themenbereich, Lizenzen. Eine der wichtigsten ist die DSP, Department of State Proforma. Das ist die US-Lizenz für meist eine endgültige Ausfuhr von amerikanischen Rüstungsgütern, wie beispielsweise die DSP-5. Eine weitere wichtige US-Lizenz ist das MLA. Das ist das Manufacturing License Agreement und das ist eine US-Herstellgenehmigung für Rüstungsgüter. Weiter gibt es dann noch das TAA, also das Technical Assistance Agreement, für den Austausch von Technologie, für beispielsweise die internationale Zusammenarbeit. Und zu guter Letzt noch das WDA. Das ist das Warehouse Distribution Agreement, eine US-Lagerlizenz für Rüstungsgüter. So viel zu den aus meiner Sicht wichtigsten Abkürzungen bei US-Lizenzen. Jetzt kommen wir noch zu weiteren US-Abkürzungen, die auch noch notwendig sind zu wissen. Dies ist zum einen OFAC, das Office of Foreign Assets Control. Dies ist eine Behörde des US-Finanzministeriums. Das OFAC verwaltet und vollstreckt Wirtschafts- und Handelssanktionen auf Grundlage der US-Außenpolitik und nationaler Sicherheitsinteressen. Weiter gibt es noch das NRC. Das ist die Nuclear Regulatory Commission. Diese US-Behörde ist unter anderem zuständig für die Regulierung von zivilen Nutzung der Nuklearenergie. Weiter wichtig ist noch das TCP. Das ist der Technology Control Plan. Diesen benötigen Sie, wenn Sie es mit US-Lizenzen zu tun haben. Aber bitte nicht verwechseln mit dem TCP aus der IT. Hier ist es das Transmission Control Protocol. Und zum Schluss noch CFR. Das ist der Code of Federal Regulations. Und das sind die amerikanischen Bundesverordnungen, die aufgrund der extraterritorialen Gültigkeit der US-Rechte auch bei uns Anwendung finden können, wenn sie es mit US-Gütern zu tun haben. Kommen wir noch zu den länderspezifischen Abkürzungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland haben wir zum einen das BMVG, also das Bundesministerium der Verteidigung. Dann das BMWI, jetzt das BMWK. Das ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Diesem Bundesministerium gehört auch das BAFA an. Das BAFA, also das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ist die Exportkontrollbehörde in Deutschland. Das BAFA verwaltet auch das ELAN K2. Das ist die Online-Plattform des BAFAs für elektronische Anträge. Und damit Sie einen Antrag stellen können, müssen Sie einen AV, also einen Ausfuhrverantwortlichen, bestellen. Diesen habe ich bereits im dritten Teil der Serie Was ist Exportkontrolle im Unternehmen erklärt. Kommen wir als nächstes zu den gesetzlichen Abkürzungen. Hier gibt es zum einen das AWG, also das Außenwirtschaftsgesetz, das die gesetzlichen Grundlagen liefert. Und das AWV, also die Außenwirtschaftsverordnung, die die zugehörige Umsetzungsverordnung zum AWG ist. Und weiter gibt es dann noch das KWKG. Hier ist nicht das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gemeint, sondern das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die offizielle Abkürzung hierfür, wie eingeblendet, ist eher mehr oder weniger ein Zungenbrecher. Deswegen wird es umgangssprachlich mit KWKG abgekürzt. Hierin finden Sie die Vorgaben für den Umgang und die Herstellung, die Lagerung sowie den Transport von Kriegswaffen. Kommen wir nun zu den deutschen Listen. Hier gibt es zum einen die KW-Liste. Das ist die Kriegswaffenliste. Diese ist ein Teil des KWKG und beinhaltet die in Deutschland definierten Kriegswaffen, wie beispielsweise Kampfpanzer, Kampfflugzeuge sowie auch bestimmte Baugruppen wie der Verschluss eines MGs. Weiter gibt es dann noch den Teil 1a. Das ist die deutsche Rüstungsgüterliste. Hier finden Sie die deutschen Rüstungsgüter. Die Basis hierfür ist die Common Military List. Aber da Militärgüter im nationalen Recht verankert sind, kann es zu Abweichungen gegenüber der Common Military List kommen. Abschließend noch der Teil 1b. Hier finden Sie die zusätzlichen Dual-Use-Güter aus deutscher Sicht. Und nicht jedes Land der Europäischen Union hat eine solche zusätzliche Liste. Abschließend für Deutschland noch die Abkürzungen für die Lizenzen. Beginnen wir mit AGG. AGG ist nicht das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, sondern sind die Allgemeingenehmigungen, wie die EU 001 bis EU 008 auf EU-Ebene, so sind es die AGG auf nationaler Ebene. Des Weiteren haben wir die SAG.
also die Sammelausfuhrgenehmigung. Diese können mehrere Güter und auch mehrere Empfänger beinhalten. Dann gibt es weiter die AG. Das ist eine Ausfuhrgenehmigung oder Einzelausfuhrgenehmigung genannt. Heißt meistens ein Gut und ein Empfänger. Weiter mit der HG. Dies ist die Höchstbetragsgenehmigung und diese ist eine Sonderform der AG. Hier ist gemeint eine Mehrfachlieferung bis zu einem gewissen beantragten Höchstbetrag. Es gibt dann noch die KG. Dies ist die Komplementärgenehmigung. Diese Genehmigung benötigen Sie, um Güter zu liefern, die dem Teil 1a und der Kriegswaffenliste angehören. Weiter mit der KW-Genehmigung. Das ist die Genehmigung für Kriegswaffen. Diese benötigen Sie, um Kriegswaffen herzustellen, zu lagern, zu transportieren und so weiter. Dann das EKWB. Das ist das elektronische Kriegswaffenbuch. Hier wird alles in Bezug auf Kriegswaffen festgehalten. Und zum Schluss der Nullbescheid. Dieser kann beim BAFA beantragt werden, um zu prüfen, ob eine Genehmigungspflicht für Ihr Vorhaben besteht. So viel zu den deutschen Abkürzungen. Kommen wir nun zu den österreichischen Abkürzungen. Zum einen gibt es da das BMDW. Das ist das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und ist die österreichische Genehmigungsbehörde. Für Genehmigungsanträge gibt es das PABA, das Portal Außenwirtschaftsadministration. Abschließend gibt es noch den verantwortlichen Beauftragten. Dieser trägt die Verantwortung innerhalb des Unternehmens in Bezug auf die Exportkontrolle. Diese Position habe ich auch bereits im Video Exportkontrolle im Unternehmen erklärt. Kommen wir noch zu den Abkürzungen in der Schweiz. Hier haben wir das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft und ist die Genehmigungsbehörde der Schweiz. Dann gibt es das GKG, also das Güterkontrollgesetz, mit der GKV, der Güterkontrollverordnung. Aber was finden Sie in der GKV? In der GKV finden Sie unter anderem den Anhang 2 sowie den Anhang 3. Der Anhang 2 der GKV ist die Dual-Use-Güterliste der Schweiz. Und der Anhang 3 sind die besonderen militärischen Güter, also die Rüstungsgüterliste der Schweiz. Weiter gibt es noch das KMG. Das ist das Kriegsmaterialgesetz der Schweiz. Mit der KMV, der Kriegsmaterialverordnung, und den Anhang 1 der KMV, also der Kriegsmaterialliste. In der Schweiz gibt es noch zwei Besonderheiten, und zwar BPS und VPS. Das BPS ist das Bundesgesetz über die im Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen. Und das VPS ist die zugehörige Verordnung über die im Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen. Zwei wichtige Abkürzungen im Lizenzbereich der Schweiz sind OGB und AGB. Eine OGB ist eine ordentliche Generalbewilligung und die AGB ist die außerordentliche Generalbewilligung. Der Unterschied zwischen OGB und AGB in Bezug auf die Anwendung ist das Empfangsland. Gemäß Anhang 7 der GKV kann eine OGB für aktuell 29 Länder, unter anderem für Deutschland, Österreich, USA, Frankreich usw. Angewandt oder beantragt werden. Für alle anderen Länder müssen Sie eine AGB verwenden oder beantragen. Und abschließend gibt es noch das ELIG. Das ist das E-Licensing, das elektronische Bewilligungssystem des SECO. Wie Sie sehen, gibt es sehr viele Abkürzungen innerhalb der Exportkontrolle. Diese können im Business-Kontext darauf hinweisen, ob es sich um ein exportkontrolliertes Business handelt oder nicht. In diesem Sinne freut es mich, dass Sie weiterhin Interesse an der Exportkontrolle haben. In den folgenden Videos werde ich weitere Themenbereiche der Exportkontrolle darstellen und erklären. Wir sehen uns und bis bald, Ihr Christian Hartl. Als kleines Dankeschön, dass Sie mir weiter folgen, habe ich alle Abkürzungen. Du wirst dich verdammt nochmal bei mir bedanken. Ja, es ist... Okay. Als kleines Dankeschön, dass Sie mir weiter folgen, habe ich alle Abkürzungen für Sie in einem PDF zusammengefasst. Den Link für den Download finden Sie in der Videobeschreibung.